Es ist Winter, es ist kalt, es sollte eigentlich was schön Deftiges, einen schön deftigen Eintopf geben. Nach langem Überlegen ist es dann am Ende aber doch auf ein Curry hinausgelaufen. Es ist im Grunde aber auch ein Eintopf, weil alles in einem Topf. Die Idee ist, es soll einfach sein, es soll relativ schnell gehen und ich benutze viele Zutaten, die ich sowieso häufiger mal hier habe. Und es wird auch so ein typisches Rezept. Ich schmeiß jetzt mal den Kram rein, der typischerweise bei Currys gut funktioniert. Das heißt, es ist eins von diesen Rezepten mal wieder, wo, was die Würzung angeht, Kräuter etc., sehr viel Spielraum da ist. Ich glaube, es ist sogar vegan. Schau mal einer an. Also Süßkartoffel, Linsen, Curry, Schrägstrich, Eintopf. Los geht's. Zuerst wird natürlich wieder einiges geschnippelt. Ich habe hier zum Beispiel so eine fette Süßkartoffel, die fetteste, die da war. Brauche ich nur ungefähr die Hälfte davon. Schauen wir mal, wie viel das so ungefähr ist. Das passt. Dann 1, 2 Zwiebelchen, 2 bis 3 Knoblauchzehen, einfach klein schneiden. Die Zwiebeln dürfen schon mal ein bisschen glasig schwitzen, bevor gleich der Knoblauch dazu kommt. Die Süßkartoffel einfach nur schälen und irgendwie in kleine Stücke schneiden. Dann den Knoblauch mit dazu. Der darf auch noch kurz ein bisschen brutzeln. Ein bisschen Paprika kommt auch mit dazu. Unregelmäßige Stücke, aber so, dass man noch was zum Beißen nachher hat. Und alles mit in den Pott. Und an der Stelle wird dann jetzt auch schon gewürzt. Wie gesagt, es ist relativ frei, was ihr macht. Ich mache hier erstmal ein bisschen Currypulver rein. Auch nicht zu knapp. Wir wollen ja am Ende auch Geschmack haben. Noch was Kurkuma dazu, auch nicht zu wenig. Und dann gerne irgendeine Gewürzpaste. Sambal Oleg zum Beispiel habe ich jetzt hier, aber da geht natürlich auch vieles andere. Gerade was Curry angeht, sind ja die Regale in den Supermärkten mittlerweile voll mit allen möglichen Gewürzmischungen, Pasten und so weiter. An der Stelle würde ich empfehlen, auch Chili reinzumachen, da ich nicht nur für mich koche heute und da Schärfe nicht so gut ankommt, lasse ich es heute weg. Mit dem einen an der Stelle mache ich auch direkt schon Tomatenmark dazu, auch davon nicht zu wenig. Alles gut vermengen, kurz ein bisschen anbraten lassen und dann wird auch schon abgelöscht. Ich glaube, Pfeffersalz mache ich jetzt auch schon dran. Am Ende natürlich gut abschmecken, aber so eine Grundwürze kann man schon mal dran machen. Nach kurzem Weiterbrutzeln kommen dann auch die Linsen dazu. Die braten jetzt nicht großartig, sondern wir gehen jetzt auch direkt mit Flüssigkeit ran. Und dafür nehme ich schreibe die Mengen unten rein. Das sind jetzt 400 Milliliter Kokosmilch. Und dann kommt noch Gemüsebrühe dazu, und zwar genau die Menge, wie die Menge Honig, für die eine Biene 3-mal um die Erde fliegen muss. Also 350 Milliliter in diesem Fall. Ein Glück, dass es in so einem Bienenstock ein paar mehr Bienen gibt. Einmal alles vermengen und gucken, dass auch wirklich alles am Ende in der Flüssigkeit ist und nicht am Rand klebt. Auch den Bodensatz wieder so ein bisschen lösen jetzt. Und dann Deckel drauf. Und dann lassen wir es mal köcheln für so, ich sag mal 25 Minuten, dann schauen wir mal rein.
Ein Kommentar mit dem Chili kann man übrigens getrost wieder streichen. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich ja Sambal Oleg benutzt habe, was nicht einfach nur eine würzige Paste ist, sondern eine Chili-Paste. Es ist also gut scharf geworden. Ich hoffe, ich kriege dafür nicht gleich auf den Deckel. Man kann das jetzt so essen, wie ich es jetzt hier probieren werde, also einfach als Eintopf-Suppe. Oder ich habe mir jetzt noch ein bisschen Reis aufgesetzt, den esse ich gleich noch mit dazu. Und dann benutze ich es einfach als Soße, dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so scharf. Aber jetzt wollen wir natürlich noch mal kosten. Also 25 Minuten war auf jeden Fall easy genug. Die Süßkartoffel ist schön weich geworden. Es ist gut würzig. Für mich auch nicht zu scharf. Ansonsten kann man natürlich auch einfach ein bisschen weniger nehmen. Ich habe jetzt schon ganz gut Sambal Oleg benutzt. An der Stelle kann man natürlich auch noch verfeinern, Kräuter dazugeben, Koriander, wenn man es mag. Ich mag es überhaupt nicht. Ein Löffel Creme fraiche oder irgendwelche anderen Kräuter. Es ist wirklich lecker, ich kann es empfehlen. Es ist sehr einfach. Es schmeckt im Grunde so, wie man sich vorstellt, würde ich behaupten. Würzig, Süßkartoffeln, ein bisschen mehlig natürlich. Macht auf jeden Fall satt. Es ist mächtig und man hat direkt eine größere Menge mit relativ wenig Arbeit. Also ich kann es nur empfehlen. Es ist, wie gesagt, super easy. Es ist so fast schon ein Resteessen, könnte man sagen. Alles in den Topf schmeißen, bisschen kochen lassen. Fertig und lecker und ich kann davon noch Tage essen. Also absolute Empfehlung. Lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Nächstes Mal wieder Kärtchen, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns hier in der Küche wieder. Bis dahin.